Hallo Westwing, schön, dass ihr da seid. Ich bin Friederike, kommt doch rein in unsere Wohnung. Hallo, mein Name ist Friederike, ich bin 32 Jahre alt und ich wohne in dieser schönen Altbauwohnung mit meinem Freund Till und unserem Hund Lori. Wir starten hier die Wohnungstour im Wohnzimmer. Das ist auch tatsächlich der Raum, in dem wir die meiste Zeit hier in der Wohnung verbringen. Entweder ganz gemütlich abends, um eine Serie zu gucken oder auch mit Freunden für ein Glas Wein. Hier verbringen wir auf jeden Fall sehr gerne Zeit. Und so ein paar Besonderheiten ist der Tisch. Den hat ein Freund von uns für uns gebaut. Wir haben ansonsten eher so einen Mix aus neuen Möbeln und Second-Hand-Möbeln. Das ist auch so der Stil, der am Ende die ganze Wohnung geprägt hat. Und ja, eine andere Besonderheit ist auf jeden Fall das Bild, das mein Vater gemalt hat. Das hängt mir sehr am Herzen. Ich wohne sehr gerne in Hannover, mittlerweile auch schon seit über 10 Jahren. Und zwar gefällt mir die Größe sehr gut. Es ist eine Großstadt und trotzdem nicht zu riesig. Und gerade hier in der Ecke ist es bunt, es sind viele Leute auf der Straße, es ist einfach immer was los. An Second-Hand-Möbeln mag ich vor allen Dingen natürlich auch den Gedanken der Nachhaltigkeit. Ich freue mich immer, dass Möbel hier ein Zuhause finden, das an anderer Stelle vielleicht nicht mehr so geliebt wird wie bei uns zu Hause. Und ja, es ist auch immer spannend, man weiß nie so genau, was man findet. Und am Ende entwickelt sich dann doch alles so drumherum, so ein neues Stück, wie man das vielleicht nicht geplant hat. Also es ist sehr spannend. Wir kaufen tatsächlich sehr viel Secondhand. Ich speziell auch Kleidung gerne, Schuhe. Ich gucke eigentlich alles erstmal, ob es das vielleicht irgendwo schon mal gebraucht gibt in einem guten Zustand. Und selbst unser Hund ist Secondhand. Ja, wir sind da sehr konsequent. Secondhand shoppe ich vor allen Dingen online. Da gibt es ja so bekannte Plattformen für Klamotten oder Möbel, alles Mögliche. Da bin ich vorzugsweise unterwegs, aber natürlich gibt es in Hannover auch den einen oder anderen Flohmarkt, bei dem es sich lohnt, auch vorbeizuschauen. Und wenn ihr jetzt noch dran bleibt bis zum Ende des Videos, dann zeige ich euch gerne auch ja, mein liebstes Dekoteil in der Wohnung. Jetzt sind wir hier in unserem Arbeitszimmer und ja, wie in den vielen anderen Räumen auch, gibt es immer mal wieder kleine Hinweise zu den Dackeln, die hier auf jeden Fall auch vor unserem gemeinsamen Hund Lori schon sehr lange geliebt wurden. Deswegen eigentlich überall immer wieder so ein paar kleine Dackel versteckt. Und ja, hier sind die beiden Arbeitsplätze von meinem Freund und mir. Wir arbeiten hier gemeinsam, viel im Homeoffice natürlich die letzten beiden Jahre. Und freuen uns über den Platz, den wir hier haben. Das hat sicherlich gerade nicht jeder. Was ich sehr an der Wohnung liebe, ist ja, das Raumgefühl. Wir haben hohe Decken, wir haben Stuck mit den Flügeltüren, der ganze Altbau-Flair. Das macht viel, wenn man in der Wohnung, wenn man schon durch die Tür reinkommt. Und ja, das ist wirklich schön. Was auf jeden Fall auch noch auffällt hier im Arbeitszimmer ist das Thema Dinosaurier. Hier gibt es wirklich einige. Da hat mein Freund sein Mitspracherecht. Der ist einfach riesiger Dino-Fan und deswegen sammelt sich hier einiges an. Und jetzt gehen wir in die Küche. Bevor wir in die Küche kommen, kommen wir noch hier an den Sekretär vorbei. Und zwar stand der draußen direkt vor der Haustür und ja, 2 Tage im Regen, sah ein bisschen mitgenommen aus. Wir haben den aufgebessert, lackiert und jetzt hat er hier einen schönen Platz gefunden.
Jetzt sind wir in unserer Küche und hier war uns besonders wichtig, dass wir genug Platz haben, um zu kochen. Wir kochen sehr viel gemeinsam und wir wollten aber auch viel Platz haben, um mit unseren Freunden hier gemeinsam zu sitzen, den einen oder anderen Spieleabend veranstalten zu können und ja, das bietet die Küche für uns auf jeden Fall alles. Am allerliebsten koche ich Lasagne und da mein Freund Vegetarier ist, habe ich natürlich auch die vegetarische Lasagne perfektioniert. Die Küche war komplett leer, als wir eingezogen sind. Das heißt, bei der Planung haben wir uns nur auf die Arbeitsfläche beschränkt und ganz bewusst auf die Hängeschränke verzichtet, weil wir den Clean Look besonders gerne mögen. Aber wie ist das bei euch eigentlich? Braucht ihr mehr Stauraum oder habt ihr es auch lieber offen und dadurch ein bisschen minimalistischer? Schreibt es doch einfach unten in die Kommentare. Ja, und das ist der Tisch, an dem wir essen und mit unseren Freunden Spiele spielen. Den kann man noch ausziehen, das ist super praktisch, wenn wir doch noch ein paar mehr Leute sind. Und hier in der Ecke haben wir auch noch unseren Fliesenspiegel mit Korkfliesen verkleidet, weil wir die Fläche nicht brauchten und so können wir es tatsächlich noch ein bisschen nutzen. Und das ist jetzt unser Schlafzimmer. Hier gefällt mir besonders gut das große Bett. Das ist 1,80 x 2 Meter. So ein großes Bett hatte ich vorher noch nie. Wir haben auch das Kopfteil vor ein paar Monaten selber gebaut. Da sind wir auf jeden Fall stolz drauf und ja, generell verbringe ich hier auch gerne Zeit. Das Sideboard haben wir auch Secondhand gekauft, schon bevor wir umgezogen sind. Da war unser Bett noch sehr viel niedriger und jetzt schließt es tatsächlich perfekt mit dem Bett ab. Wenn ich mich morgens fertig mache, ist es meistens so, dass mein Freund und ich zusammen aufstehen und ja, damit wir uns nicht in die Quere kommen, wechseln wir uns mit dem Bad immer ab. Und während Till im Bad ist, nutze ich immer meine kleine Ecke hier und mache mich in Ruhe fertig. 3 Dinge, ohne die ich nicht leben kann, sind definitiv der kleine Dackel, den kann ich mir nicht mehr wegdenken, gutes Essen und ja, meine Freunde auf jeden Fall. Also das Wichtigste, wenn ich ein Schlafzimmer dekoriere, ist für mich definitiv das Bett mit vielen Kissen, eine große Decke darf nicht fehlen, da muss es auf jeden Fall gemütlich sein. Und falls ihr Lust auf eine eigene Home Story bei euch zu Hause habt, dann schickt doch einfach ein Bewerbungsvideo an diese E-Mail-Adresse. Das war auch schon das letzte Zimmer der Tour und bevor ich es vergesse, wollte ich euch eine Sache noch zeigen. Und wie versprochen zeige ich euch jetzt noch mein liebstes Dekoteil in der Wohnung. Und zwar ist das hier oben die Platte von Ton Steine Scherben. Die hat mein Vater sich mit 15 gekauft und ist ein sehr schönes Erinnerungsstück an meinen Vater. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen und jetzt tschüss.